Herr Kubi, danke, dass Sie sich die Zeit für das Interview nehmen und bei uns als Interviewgast in Inkarniert aus weiten Welten zu Gast sind. Ja, was für ein toller Titel. Aus weiten Welten. Das klingt ja schon fast nach Kosmos. Ja, und mich würde wirklich interessieren, was ist denn da für ein Geheimnis dahinter zwischen Wiedergeburt und Tod? Da ist ja das Bardo dazwischen. Das Bad und das wird immer kürzer. Aber das ist ein tibetischer Ausdruck. Wir haben dafür keinen Begriff, weil wir gar nicht das Bewusstsein haben, was passiert zwischen Tod und Wiedergeburt. Weil wir ja schon seit 499 nach Christi wurde schon aus der christlichen Liturgie die Reinkarnation gestrichen. Und zwar auf Interesse des Kaisers. Der wollte eben die biologische Abstammung hervorheben, weil er sein Reich seinem Sohn vererben wollte. Aber auf der geistig-seelischen Ebene, da ist natürlich die Abstammung von mir selber, von meiner Kontinuität viel wichtiger als die biologischen Bausteine, die ich mir für diesen neuen Körper sozusagen bei Mama und Papa geholt habe. Aber weil man kann ja jedes Baby mal genauer anschauen, die kommen ja nicht leer auf die Welt. Also die haben ja alle Charakter. Und also manche Babys, die sehen richtig alt aus. Ne? Das sag ich, ja. Da erschrickt man manchmal, Genau. wenn man sie anschaut. Und da denke ich, ist ja auch kein Wunder, der war vor kurzem noch 84. Ja, genau. Ja. Genau. Also von daher sehen wir ja, woher kommt dieser Charakter. Und ich meine, ich habe selber 3 Kinder. Und das sind 3 völlig verschiedene Persönlichkeiten. Denn wenn wir nach der Genetik gehen würden, dann müssten die ja alle gleich sein. Die haben ja denselben Stammbaum. Und von daher müsste man sagen, ja komisch, warum ist das dann so unterschiedlich? Und da tut sich der Materialismus sehr schwer, das irgendwie plausibel zu erklären. Am Schluss wird der Materialismus immer mystisch und sagt, naja, das hat Gott bestimmt. Und das reicht mir als Antwort nicht. Ich hätte gerne eine klare Vorstellung darüber, woher komme ich und wohin gehe ich. Ja. Und dafür gebe ich inzwischen Seminare. Da habe ich auch hier so ein Buch dazu geschrieben, können wir mal zeigen, gelebte Reinkarnation. Also es geht darum, dass ich ein Bewusstsein habe, was macht denn mein Geist? Weil, dass der Körper vergeht, ist klar. Also alle Materie, egal ob das jetzt diese Bank ist oder hier der Planet, auf dem wir sitzen, oder der Monitor, in den du da gerade schaust. Wir haben ja dieses Gesetz von Werden und Vergehen. Aber das gilt eben nur für die Materie. Und der Geist, den wir ja unbestritten, jeder Mensch hat einen Geist. Also ich könnte nicht mal meinen Arm heben ohne Geist. Da würde der Arm einfach schlapp hier runterhängen. Also ich muss geistig sagen, ich hebe meinen Arm. Und dadurch hebe ich ihn. Das ist aber ein geistiger, wie soll ich sagen, ein Befehl, den ich mir gebe. Und dadurch passiert das. Und wenn ich aber den Geist genau untersuche und den zum Beispiel unter ein Elektronenmikroskop lege, was sehe ich da? Wahrscheinlich nichts. Genau, gar nichts. Das heißt, der Geist unterliegt nicht dem Gesetz von Werden und Vergehen. Aha, was ist denn dann mit dem Geist? Und das ist für Materialisten sehr, sehr schwer zu verstehen. Etwas, was kein Anfang und kein Ende hat. Ein Materialist braucht immer einen Anfang und ein Ende. Deswegen haben wir ja auch, Gott schuf die Erde in 7 Tagen, dann haben wir einen Anfang. Oder in der Säkularisierung heißt es dann, wir haben den Urknall und dann ist das ganze Universum entstanden. Das sind reine, wie soll ich sagen, Theorien, Gehirngespenste. Also dafür gibt es keinen Beleg. Aber als Materialist möchte ich eine Vorstellung haben, ich beginne und ich ende. Und deswegen leben die Menschen auch nur in der Vorstellung, ihr Leben beginnt bestenfalls mit der Zeugung und endet mit dem Tod. Und was davor ist, keine Ahnung. Was danach ist, auch keine Ahnung. Aber wenn man mal auf eine Bestattung geht, dann sieht man doch völlig klar, da werden Körper bestattet. Oder ein Krematorium, da werden Körper verbrannt. Aber da wird doch kein Geist verbrannt. Der Körper ist leer.
in dem Moment, da ist nichts mehr da. Genau. Aber dass man wirklich gesehen hat bei einem Toten, dass da wirklich nichts mehr ist, dass es eine Hülle ist. Ja. Was mich so fasziniert bei Ihnen, Sie sagen das mit einer Überzeugung. Hat das einen persönlichen Grund, warum Sie wirklich sagen können, davon bin ich überzeugt? Naja, ich bin ja auch schon ein paar Mal gestorben. Also, und wenn man das bewusst macht, dann wird einem das präsent. Zum Beispiel, ich mache ja online solche Seminare. Und da kommen ja Leute rein, die haben sich vorher noch nie mit Reinkarnation beschäftigt. Innerhalb von 10 Minuten geht da eine Tür auf und sagt, oh, jetzt habe ich ein Bild. Jetzt habe ich gerade ein Bild bekommen, das passt gar nicht zu meinem heutigen Leben. Du, manche sagen, ich sage, was hast du für ein Bild? Ja, da bin ich irgendwie, ich stecke da in einem Sumpfloch. Aha, sag ich, interessant. Was ist jetzt los? Und dann geht es so Stück für Stück. Ja, ich habe eine Uniform an. Oh, wie denn? Du bist doch eine Frau. Ich glaube, ich sehe mich jetzt als Mann. Und so weiter und so weiter. Und man macht klack, 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 klack. Kommen immer mehr Bilder zustande, die nicht zu diesem Leben passen. Das heißt also, unser Bewusstsein hängt gar nicht am Gehirn. Unser Gehirn ist vielleicht sowas wie, ich vergleiche das immer so wie mit dem Radio. Also, wenn ich da was höre, ein Orchester spielt, das Orchester sitzt nicht im Radio. Gutes Beispiel. Ja. Es empfängt das irgendwie. Und das ist ja heute auch. Unsere Computerdaten sind nicht mehr auf unserem Gerät, sondern in der Cloud. Und die Cloud, die ist auch nach wie vor da, wenn mein Gerät stirbt und ich habe ein neues Gerät, dann empfange ich trotzdem meine Informationen. Und so können wir uns vorstellen, dass unser Geist, der überdauert diesen Körper. Und wenn ich wieder ein Empfangsgerät habe, mein Gehirn und mein Körper, dann zapfe ich wieder meine Informationen an. Und das ist meine Kontinuität. Und das ergibt mir ein völlig neues Lebensgefühl. Dieses Lebensgefühl, da würde ich kurz gern drauf eingehen. Das kann man bei Ihnen erlernen, haben Sie gesagt. Wenn Sie es kurz anreißen würden, was bringt mir das, wenn ich von meinem Vorleben Bescheid weiß? Fähigkeiten, Erlebnisse? Also, ich habe ganz viele Beispiele. Man braucht ja auch nur mal auf YouTube gehen und sich mal so Kinder anschauen, die irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Die können mit 3 Jahren schon Klavier spielen. Sag ich, Moment, wo haben die das gelernt? Okay. Im Bauch von der Mama? Geht nicht. Oder wo haben die Klavier gespielt? Und der Papa sagt, ja, ich habe mit meinem Kind, ich habe gesehen, das setzt sich ans Klavier und spielt so. Und sag ich, ja, siehst du, dieses Kind hat die Fähigkeit mitgebracht aus einem Vorleben. Und ich sage auch heute immer, wenn du es in irgendeiner Sache wirklich zur Meisterschaft bringen willst, dann musst du dich mindestens 3 Leben damit beschäftigen. Weil ein Leben ist viel zu kurz. Da bist du nicht gleich Weltstar. Da bist du noch am Üben, im nächsten Leben geht es schon besser, da ist das selbstverständlich. Und im 3. Leben, da hast du volle Seele, da hören die Leute dir zu, weil sie sagen, der ist so brillant. Aber das hat er nicht nur in einem Leben gelernt. Das geht dir aber mit jedem Beruf so. Wenn einer ein super Koch ist, wo hast du denn das her? Ja, da sagen manche, ja, meine Oma war auch ein guter Koch. Ja, aber siehst du, deswegen hast du da inkarniert. Weil du möchtest auch gerne mit Leuten aufwachsen, weil das ist deine Ambition. Du kochst gerne und hast natürlich dir dann ein Umfeld ausgesucht, in dem gut gekocht wird. Genauso wie jemand, der Musiker ist, der inkarniert nicht, weiß ich, in der Schreinerei, wo es gar kein Klavier gibt. Oder so. Da inkarniert jemand, der mit Holz arbeiten will. Sehr gut. Hast du genau die richtige Stelle ausgesucht. Und das trainiere ich mit meinen Seminarteilnehmern. Was hast du denn vor fürs nächste Leben? Wie, was habe ich vor? Naja, du musst ja irgendeine Absicht setzen. Ist ja ein kosmisches Gesetz. Der Absicht folgt die Energie. Also die Absicht ist ja etwas Geistiges. Ich nehme mir was vor. Genauso wie sage ich, was hast du denn vor? Willst du in Urlaub fahren? Ja, ich will mal Urlaub machen. Sag ich, ja, wo? Egal. Sag ich, egal? Ich glaube, das wird nichts aus dem Urlaub. Weil wenn du aus der Haustür raustrittst
musst du schon wissen, gehe ich jetzt rechts oder links? Gehe ich Richtung Süden oder Norden? Wo willst du einen Urlaub machen? Das heißt, du brauchst einen Plan. Auto brauchst du für dein nächstes Leben einen Plan. Machst du aber schriftlich, also wie ein Testament. Okay. Und sagst, ja, ich möchte die Fähigkeiten weiterentwickeln und die. Sag ich, ja, dann kannst du gleich am Anfang. Ja, aber es ist doch zu spät. Ich bin doch jetzt schon 70. Sag ich, völlig egal. Wenn du das in deinem nächsten Leben willst, dann hast du ja noch ein ganzes Leben vor dir damit und vielleicht sogar noch mehrere. Also fang an, nimm Unterricht und bereite dich darauf vor, damit das im nächsten Leben klappt. Und genauso rückwirkend, werde dir bewusst, welche Fähigkeiten hattest du schon mal? Zum Beispiel meine Tochter, da wusste ich genau, die konnte in ihrem Vorleben perfekt Französisch. Und jetzt ist sie nach Frankreich, habe ich gesagt, Cosima, du musst Französisch nicht lernen. Du musst es nur wieder wachrufen. Nach 3 Monaten sprach die fließend Französisch. Das ist natürlich schön. Also ich soll zurückgucken, ich soll nach vorne schauen. Und wenn ich jetzt aber im Leben bin, da kommt mir sofort dieses genau hinschauen, Bewusstsein. Und was hat das Ganze mit Heilsein zu tun, wenn ich mir da so bewusst bin? Also ich war ja in meinem jetzigen Leben 6-mal in Tibet und habe mein Vorleben da auch schon verbracht. Und die Tibeter haben dieses Bewusstsein von Reinkarnation seit 1300 Jahren. Bei denen ist das so selbstverständlich, wie für uns selbstverständlich ist, dass morgen die Sonne wieder aufgeht. Oder hast du da Zweifel? Keine. Eben. Der sagt auch ein Tibeter, natürlich werde ich wiedergeboren. Und es gibt ja welche, die das so bewusst machen, dass sie das sogar vorher aufschreiben, wo sie wiedergeboren werden. Mit dem Namen von Papa und Mama. Also man nennt die dann in Tibet nicht die Kinder, sondern das sind Tulkus. Und ein Tulku hat schon bei seinem Tod, wusste er schon seine Kontinuität. Also der hat schon das Bewusstsein auf einem Niveau, wo die Kontinuität, die ist ihm ins Gesicht geschrieben. Und das Witzige ist bei denen auch, die nehmen im nächsten Leben wieder denselben Namen, den sie im Vorleben hatten. Damit die Kontinuität für alle sichtbar ist. Und wenn sie das beweisen können, dass sie derjenige im Vorleben waren, dann kriegen, oder jetzt nicht mehr, jetzt ist ja China, also China hat ja Tibet besetzt, aber vorher, als die Chinesen dann noch nicht war, als es noch nach tibetischen Regeln ging, bekamst du vom Potala, also von der Regierung, einen Stempel, du bist der und der aus dem Vorleben. Und dann konntest du da hingehen, bekamst du alles, was du im Vorleben hattest. Ja, nicht schlecht. Boah. Also deswegen ist da auch ein Problem, was ich selber miterlebt habe, dass jemand sagt, bevor der gestorben ist, war der ja sehr reich. Hat er ein riesen Spendenaufkommen oder dies oder Immobilien und so weiter. Also wenn der in unserer Familie wiedergeboren werden würde, dann profitieren wir alle davon. Dann haben wir das ja auch. Und deswegen machen da auch manche Schmuh und sagen, dieses Baby ist der und der aus dem Vorleben. Und deswegen haben wir Anspruch auf alles, was der vorher hatte. Und ich habe das selber miterlebt. Dann schaust du das Baby an und sagst, wer ist das? Ja, das ist die Wiedergeburt von dem und dem. Wenn du den vorher kanntest, weil ich habe zum Beispiel 2 Filme darüber gemacht, hier ist auch einer, den kannte ich im Vorleben schon sehr gut und kenne ihn jetzt wieder. Und dann schaust du den so an, ist es nicht? Oder bei meiner Tochter, bei der einen jedenfalls, das war vorher meine Oma. Okay. Und ist sie damit einverstanden? Ihre ja, Tochter? die sagt, Papa, du meinst, ich war die Oma, ist es in Ordnung. Okay. Die ist, ja, aber die hat ja auch eine Mama. Und verstehst du, wenn du damit zu sehr nach außen trittst, dann wirst du schräg angeguckt. Denke ich. Deswegen sagt die, komm, ist ja in Ordnung. Aber wir müssen das nicht an die große Glocke hängen, weil da kriege ich nur komische Blicke. Also von daher halte ich mich da zurück. Aber es ist schön, der Gedanke. Und woran erkenne ich denn überhaupt, dass meine Vermutung stimmt? Das würde ich auch gerne wissen. Das siehst du an den Augen. Das ist immer so das Tor der Seele, ne? Ja. Warum können manche Leute nicht in die Augen schauen?
weil sie vielleicht Angst haben davor, Okay. da so tief zu gucken. Ja. In den Augen, das ist ja das Einzige, was vom Innenleben nach außen tritt. Stimmt. Hier ist überall Haut, Ja. überall Haut, aber auf den Augen nicht. Das heißt, die Augen sind das Tor zu deiner Seele, wie du es gerade sagtest. Sie haben übrigens ganz tolle Augen und die gehen ganz tief. Wenn ich das mal, das können die Zuschauer vielleicht gar nicht so sehen, aber es ist so Wahnsinn. Ja. Ja, und da Toll. guckst du rein ins Gehirn oder in die Seele. Die Seele hat ja keine Materie. Und wenn du dann so jemand anschaust und sagst, bist du's? Bist du die Oma? Oder bist du derjenige im Vorleben? Ja. Und dann, das geht mit der Ratio nicht. Dafür brauchst du deine Intuition. Oh, das ist gut. Wie erlangen wir diese Intuition? Warum meinen Sie, dass wir nicht mal auf unser Bauchgefühl hören? Genau, das ist ja dasselbe. Also ob ich das jetzt mein höheres Selbst nenne oder mein Bauchgefühl oder Chi oder ich weiß es nicht. Manche sagen, das ist meine Göttlichkeit. Sag ich, super. Ja. Ja, Ja. klar. Dann nimm deine Göttlichkeit und schau als Gott bitte dein Kind an. Wer war das? Kennst du die? Kennst du die Person? Und das ist verblüffend. Plötzlich geht die Tür auf. Oh, ja, das stimmt ja. Mein Onkel, der hat mich... Und dann kriegst du ganz viele Indizien. Und sagst, ja, das passt, das passt, das passt. Oh. Und dann gehst du zu dem Kind hin und sagst, wir kennen uns schon lange. Und dann reagiert das Kind, weil es wird erkannt. Und es wird wahrscheinlich das Verhältnis sich sofort ändern, oder? Ja. Und es ist so schön, wenn du diese Kontinuität spürst. Weil dann hast du auch kein Problem, weil diese Trauer, ja, mein Opa ist gestorben und ich liebte ihn so. Sag ich, du, dein Enkel ist dein Opa. Oh, ja, da brauche ich ja gar nicht mehr traurig sein. Sag ich, siehst du, Das ist auch schön. ist die Trauer weg. Also es hilft grundsätzlich alles, Ja. was man hier so bewusst sich macht. Und nochmal auf die Heilung zurückzukommen, wie hilft mir das denn auch beim Heilsein oder beim Gesundwerden? Ja, das wollte ich sagen. Die Tibeter sagen, 80% von dem, was ich heute erlebe, hat mit meinem Vorleben zu tun. Nur 20% kommen frisch dazu. Und das heißt, auch viele Krankheiten, die ich habe, die Ursache für die Krankheit liegt gar nicht mal in dem Leben, sondern die liegt in einem Vorleben. Und wenn mir das bewusst wird, dann kann ich mit der Kubi-Methode diese Ursache transformieren, umschreiben, wie ich sage. Das heißt, ich verschaffe mir eine neue Ausgangsbasis. Ich harmonisiere diesen Konflikt, der ursächlich für dieses Symptom steht. Und wenn ich den Katze mag uns auch. ja, wenn ich den dann harmonisiert habe, den Konflikt, dann brauche ich das Symptom nicht mehr. Das Symptom habe ich ja nur, damit ich was spüre. Ja. Also im schlimmsten Fall Schmerz. Ja. Und ich spüre das und merke, warum. Und wenn ich natürlich sage, ja, das liegt am Wetter oder ich bin die Treppe runtergefallen, dann sind das äußere Gründe. Aber warum passiert dir das jetzt gerade? Aus der Treppe sind schon viele runtergegangen, sind nicht gestürzt. Und du bist selber schon die Treppe runtergegangen, bist nicht gestürzt. Aber jetzt bist du gefallen. Was soll dir das sagen? Und da muss man dann in sich gehen. Und dafür gibt es also ganz bestimmte Regeln, die kann man bei mir lernen. Wie werde ich mir bewusst, was ist die Botschaft vom Symptom? Weil jedes Symptom hat eine Botschaft. Wenn mir das Knie wehtut, was will mir denn mein Knie gerade sagen? Oder was will mir meine Hepatitis sagen? Oder was will mir, weiß ich, mein Krebs sagen? Zum Beispiel, wenn man Ärzte fragt, was ist denn Krebs? Dann sagen die, ja, Krebs sind Zellen, die aus der Ordnung gefallen sind. Ja, interessant. Und um welche Ordnung bitte handelt es sich? Naja, die gesunde Ordnung. Das sieht nicht aus. Sag ich, was ist gesund? Eigentlich gesund ist das, was in Harmonie ist. Aha. Wenn mein Körper in Harmonie ist, bin ich gesund. Oder gibt es da Zweifel? Überhaupt keine. Wenn ich Stress habe, dann ist das keine Harmonie. Genau. Und mit viel Stress bleibe ich auch nicht gesund. Also sind Krebszellen Zellen, die aus der Harmonie gefallen sind. Also aus der Ordnung. Und Harmonie kann ich ja übersetzen mit Liebe. Wie schön. Weil Liebe ist auch Harmonie.
Also muss ich mir überlegen, wenn ich Krebs habe, wann oder wodurch sind meine Zellen aus der Liebe gefallen? Das ist sehr tief. Wow. Und dann kommen mir Gedanken, ja, die Scheidung oder das Ding Genau. oder als Kind, weiß ich, Scheidung der Eltern, egal. Ja. Und plötzlich macht es klick, 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 klick. Ja, da war schon die Ursache. Oder eben im Vorleben. Wenn ich die Ursache spüre, dann bin ich betroffen. Also dann spüre ich emotional was. Und sage ich, wenn du betroffen bist, dann hast du getroffen. Wow. Dann bist du an der Ursache. Das ist der Beweis, dass du auf der richtigen Spur bist. Und jetzt geh her, und da bin ich halt Filmemacher, jetzt schreib mal bitte ein Drehbuch von der Szene, in der du aus der Liebe gefallen bist. Also nicht abstrakt, sondern konkret. Naja, da kriegt mein Vater, der war ein Choleriker und Alkoholiker, und da werde ich eingesperrt und dies und das und jenes. Ja, siehst du? Und in dem Moment spürst du das wieder. Ja. Du bist zwar jetzt vielleicht 40 Ja. und da warst du vielleicht 4. Ja. Aber das Gefühl der Vierjährigen oder des Vierjährigen ist wieder voll da. Alles gespeichert. Ja. Ja. Und dann gehe ich her und sage so, okay, was muss mein Peiniger lernen, damit er ein besserer Mensch wird? Es gibt nämlich Leute, das habe ich auch in meiner Entwicklung beobachtet, die sitzen im Kino und heulen. Gehöre ich auch dazu. Sag ich, geht's noch? Öfters. Wieso? Ist doch eine Emotion. Das ist reine Illusion, was du da siehst. Gut. Aber es bewirkt irgendeine Emotion, ne? Siehst du? Ja, genau. Also, und das ist, weil unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fakt und Fiktion. Und dadurch, dass es das nicht unterscheiden kann, bildet es dieselben Synapsen und Botenstoffe, wie man sagt, also Transmitter, und reguliert das gesamte Zellverhalten. Und dadurch haben wir diese riesigen Erfolge. Weil wir denken uns eine Szene aus, die dann wieder in Harmonie kommt. Und plötzlich spüre ich wieder die Liebe und mein Peiniger entschuldigt sich bei mir und geht auf die Knie und sagt, ich liebe dich doch eigentlich und so weiter. Ja, ich war auch so verkorkst und deswegen dies. Und plötzlich hast du den lieben Papa, den du dir immer gewünscht hast. Herr Guvi, wenn wir jetzt noch zum Abschluss, wenn Sie jetzt die Zeit noch nutzen, einfach mal nach draußen was mitzuteilen. An alle. Das tun wir die ganze Zeit. Wir teilen allen immer etwas mit. Aber die Kurzfassung ist, ändere deine Philosophie. Die meisten Menschen betrachten sich als materielles, körperliches Wesen und betrachten deswegen auch das Leben nur zwischen Zeugung und Tod. Weil ihre Identität liegt beim Körper. Aber wenn deine Identität bei deinem Geist, bei deiner Seele liegt, dann ergeben sich völlig neue Möglichkeiten. Und die sind großartig. Und in dieser Großartigkeit, vielen Dank für diese Worte, sage ich herzlichen Dank, Herr Guvi. Es ist mir ein Vergnügen. Und vielleicht bis im nächsten Leben. Ja, man kann sich ja verabreden. Ja, sehr gut, dann verabreden wir uns, bitte. Ja, Würde mich ja, freuen. das macht Spaß. Gut. Und dann trifft man jemanden und sagt, du, wir kennen uns doch. Ja, das kommt Du einem kommst oft mir in- so vertraut vor. Ja. Sag mal, irgendwas, so, wo war das? Komm, wo war das? Wann war das? Wer war das? Und so, jetzt mal rausrücken mit der Info. Gut. Und so. Und dann merkt man, ja, stimmt. Oh, und dann sagt man, so schön, Ja, genau. dass wir uns wiedersehen. Ja.